Bonjour, Servus und Hallo zur finalen 5. Episode mit den Etappen 9 und 10 unserer 1000 Kilometer Bike-Tour von München nach Paris. Nach unserer gestrigen Königsetappe mit über 122 Kilometer und über 600 Höhenmeter haben wir heute in einem Chambre d'Hôte bei Lucette und Claude verbracht. Mit einem leckeren französischen Frühstück. Etwas ungewohnt war, dass Claude mit am Tisch saß. Er wollte wohl sicher gehen, dass es uns gut geht und es an nichts fehlt. Leider war meine Radhose noch nicht so ganz trocken. Lucette hat sie kurzerhand nochmal fix in den Trockner gepackt und es konnte nach einem Abschiedsfoto endlich losgehen. Noch etwa 140 Kilometer bis Paris. Wir schauen, wie es läuft und wollen heute gegebenenfalls schon ankommen. Doch das kann ich schon vorwegnehmen. Nach den über 120 Kilometer durch die Ardennen gestern haben wir heute wieder eine Strecke mit ständig zum Teil heftigem Gegenwind und unzähligen kleinen Anstiegen zu meistern, sodass wir die restliche Strecke auf 2 Etappen aufteilen und mit 10 Tagen für die 1000 Kilometer voll in unserem Soll sind. Heute also 72 Kilometer und 660 Höhenmeter. Ziel ist heute wieder mal ein Campingplatz, circa 70 Kilometer vor Paris. Wir fahren heute viel auf kleinen Landstraßen. Es ist Sonntag und die Straßen sind somit relativ wenig befahren. Landschaftlich ganz nett, aber durch die ewig lang geradeaus verlaufenden Straßen und mal hin und wieder eine kleine Ortschaft ist es heute schon etwas zäh. Da brachten dann solche Gravel-Passagen eine willkommene Abwechslung. Gestartet sind wir heute um 9:40 Uhr. Nach ziemlich genau 3 Stunden Fahrt gibt es hier an dieser coolen Bar eine kleine Stärkung. In der netten Bäckerei gleich nebenan kaufen wir noch ein Baguette, nicht weil wir Hunger haben, sondern weil es sich so gut auf dem Bike macht und für eine Tour nach Paris einfach ans Rad gehört. Das war natürlich nur ein Spaß, natürlich freuen wir uns auf das Baguette und andere Leckereien. Hier vergeht uns erstmal wieder der Appetit. Einer der zahlreichen Soldatenfriedhöfe mit diesen unendlich scheinenden Gräbereien. Wahnsinn. Hier erkennt man auch den ständigen starken Gegenwind.
Wir fahren seit fast 900 Kilometer Richtung Westen und der Wind ist unser stetiger Begleiter. Mal mehr, mal weniger. Uhr Nachmittag, Zeit mal in diese kleine Box zu schauen. Neben dem Baguette haben wir uns nämlich auch mit diesem fiesen Kuchen eingedeckt. Zum Glück, denn am Abend sollten wir echt noch Hunger leiden. Doch später mehr. Nach 60 Kilometern der erste Rad. In der Tat, heute nach 60 Kilometern endlich mal ein Radweg. Es war zwar nicht so viel Verkehr, doch es fährt sich gleich entspannter. Der Kuchen war super lecker und nach diesem leckeren Kuchen haben wir auch entschieden, dass wir heute nicht mehr nach Paris fahren und uns einen Campingplatz suchen. Laut meinen Apps sollte das Wetter auch passen. Doch das ging in die Hose. Wart's ab. Hier war der Streckenverlauf nochmal so richtig schön. Abgelegen von der Straße und an diesen mit Blüten bedeckten Weg erinnere ich mich noch sehr gut. Wir wissen, dass es für heute nicht mehr allzu weit ist und wir keine Kräfte mehr sparen müssen. So geben wir nochmal so richtig Gas und die Strecke macht auch richtig Spaß. Hier geht es schon ab zu unserem heutigen Campingplatz. Ich hatte es zu Beginn bereits mal erwähnt, auf unserer ganzen Reise ist uns aufgefallen, dass die Straßen so leer waren. Wir sind sehr wenigen Menschen begegnet. Vor allem in Frankreich waren viele Ortschaften wie ausgestorben. Das mag daran liegen, dass wir Nebenrouten gefahren sind und die großen Orte gemieden haben. Aber seltsam war es irgendwie schon. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was uns heute erwarten sollte. Das war schon etwas gruselig. Der Campingplatz bestand aus einem riesigen alten Gutshaus, dessen obere Etagen leer zu stehen schienen. Fraglich, ob da überhaupt noch ein Dach drauf war. Das Büro natürlich geschlossen. Bei der Rufnummer, die man anrufen sollte, meldete sich niemand. Nach etwas Suchen fanden wir den Besitzer.
dessen freilaufenden Schäferhund wir dringend streicheln sollten, damit er uns mag und uns nichts tut. Aha, okay. Naja, dann hat er uns den Platz gezeigt. Alles andere würden wir morgen machen. Etwas seltsam, aber na gut, es ist Sonntag, nicht gerade Hochsaison, passt noch. Auf diesem riesigen Campingplatz schienen wir bis auf unsere Nachbarn die einzigen Gäste zu sein. Der Nachbar lebt in einem total runtergekommenen Wohnwagen. Wir haben ihn aber immer nur allerübelst husten gehört, aber niemals gesehen. Egal, wir freuen uns, angekommen zu sein, über die Sonne und in unserem Zelt zu übernachten. Also erstmal aufbauen. Das MSR-Zelt und die super bequeme Schlafmatte von Nemo habe ich in der Lenkertasche. Die Zeltstangen in der großen Rahmentasche, da passen die perfekt rein. Ja, du siehst es vielleicht schon, plötzlich wurde der Wind stärker und die Sonne verschwand hinter den Wolken. Wir machen uns nichts draus und richten unsere gemütliche Herberge mit den Downwall-Schlafsäcken von Grützibeck ein. Denn schließlich versprechen uns die Wetter-Apps einen trockenen Abend. Doch als Julia nur mal kurz auf die Toilette verschwand, wurden die Wolken am Himmel immer dunkler und es begann heftig zu regnen. Ich habe mich schnell im Zelt verkrochen, das ja zum Glück schon stand. Julia hat sich an einer Scheune untergestellt und eine halbe Stunde in T-Shirt und Shorts etwas gefroren. Natürlich war ich am Regen schuld und dass wir heute campen, sowieso. Als die Schauer vorüber waren, fix im 60er-Jahre-Badehaus geduscht und ab in den Ort etwas zu essen auftreiben. Doch das riesige Tor war geschlossen. Ein anderer Gast ließ uns mit einer Fernbedienung raus. Wie wir denn später wieder reinkommen würden, fragten wir ihn. Kein Problem, meinte er. Einfach rufen, anrufen, uns würde schon jemand wieder reinlassen. Im Ort gab es natürlich nichts. Weder Bar, Restaurant noch Imbiss. Aber ein minimalistisch ausgestatteter, echter Minimarkt, der Sonntagabend noch geöffnet hatte. Wir haben uns etwas mit Dosenfutter ausgestattet, das wir dann mit dem Baguette, das wir stylisch am Rad transportiert hatten, verspeisen wollten. Zurück am Campingplatz war das Tor natürlich geschlossen. Wir haben ungelogen fast eine Stunde gebraucht, bis uns endlich jemand geöffnet hatte. Angerufen, geschrien, gepfiffen, am Tor gerüttelt. Und mir sind auch einige Kraftausdrücke rausgerutscht, die am Ende ja vielleicht geholfen haben. Ich denke mal, er verstand zum Glück kein Deutsch, denn er winkte uns freundlich zu, als er endlich das Tor öffnete. Ja, und so bin ich erwacht. Schon wieder Regen. Doch was für ein Glück. Nur eine Regenwolke und sie erwischt uns so gerade noch. Juhu, ja. Naja, also bleibt uns nichts anderes über, als das pitschnasse Zelt, so wie es ist, einzupacken. Und zur Erinnerung, ich habe das Zelt von meinem Chef geliehen bekommen. Ich hatte voll das schlechte Gewissen, habe es schon in meiner Lenkertasche schimmeln sehen. Naja, und am Abend im Zusammenhang mit diesem Zelt gleich nochmal ein schlechtes Gewissen. Warte ab, wie ich es zum Trocknen aufgehangen habe. Der Himmel verhangen, alles pitschnass und irgendwie klamm und die Stimmung etwas bedrückend. Aber yeah, Endspurt. Heute kommen wir in Paris an. Also, hoffentlich. Also
Also auf geht's zur letzten Etappe mit nicht mal 68 Kilometern und 410 Höhenmeter. Ein Klacks für uns. Ohne Frühstück und mit nur etwas Restwasser von gestern in den Trinkflaschen ging es erstmal trocken los. Doch das Himmelspanorama verrät schon, was uns heute erwarten wird. Richtig, es wird nass. Doch erstmal Wasser besorgen und frühstücken. Denn wir finden einen super Bäcker. Die junge Mademoiselle hinter der Theke hatte deutsche Wurzeln, war ganz verzückt von uns und hat uns ein leckeres Schokoteilchen geschenkt. So schlecht und regnerisch die Nacht auch war, das Frühstück hat alles wieder gut gemacht. Und die Stimmung war wieder super. Sind sie wieder, unsere sexy Neonhütchen, samt Regenjacke und Reflektoren. Ja, wir nähern uns jetzt der gefährlichen Metropole Paris und es ist Montag, der letzte Tag unserer Tour, da wollen wir nicht übersehen werden. Zudem sind Warnwesten übrigens tatsächlich Pflicht in Frankreich. Wahrscheinlich sind wir zwei pflichtbewussten Deutschen die einzigen, die es umsetzen. Wir werden auffallen. Es ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit dem in Holland einen Radhelm zu tragen. Siehste, keine Weste, aber zum Glück wenigstens ein Helm. Schöner Wegverlauf hier nochmal. Wir fragen uns, ob das die Ruhe vor dem Sturm ist. Denn seitdem wir in München gestartet sind, waren wir ja, bis auf Luxemburg, in keiner größeren Stadt mehr. Und Luxemburg ist natürlich nicht mit München oder gar Paris zu vergleichen. Wir waren schon recht häufig in Paris, aber noch nie sind wir mit dem Rad nach Paris gefahren. Ein guter Freund von mir hat eine Zeit in Paris gelebt und ich habe ihn häufiger besucht. Als er tagsüber arbeiten musste, habe ich mir sein Rad geschnappt und bin mit dem eirigen Drahtesel durch Paris gefahren. Da gab es noch kaum Radwege. Das hat sich deutlich verändert, wie wir gleich feststellen werden. Yeah, bis nach Paris 30 Kilometer, etwa die Hälfte haben wir schon geschafft. Doch Paris ist natürlich groß. Mal schauen. Zwischenzeitlich hat es aufgehört zu regnen, also Regenjacken und Neonmützchen aus. Folge dem Weg 300 Meter. Die Regenschauer setzen wieder ein, also Regenjacken wieder an. Auf die Neonmütze verzichten wir zunächst. So haben wir uns die Einfahrt nach Paris ehrlich gesagt nicht vorgestellt.
Super schön an diesem Canal du Loc bis ans Stadtzentrum und auch durch schöne Parks. Aber ja, Velo nach Velo là. Vélo là. Voilà. Ja, sorry, das war nicht so nett, die Dame einfach nachzupleppern. Aber Madame war etwas gestresst wegen der entgegenkommenden Madame, die auf dem Gehweg fuhr. Wir haben es aber hinbekommen. Das ist jetzt echt cool mit den Radwegen. Hier ist zwar gerade eine Baustelle und daher ist es etwas eng, aber ansonsten haben wir uns als Radfahrer super sicher und gut aufgehoben gefühlt in Paris. Yeah, da ist er. Zum ersten Mal der Blick auf den Eiffelturm. Leider setzte kurz danach heftiger Regen ein. Das unser heutiges offizielles Paris-Zielfoto sein wird. Wir suchen uns also ein Hotel und machen uns auf den Weg. Bei diesem Monsieur waren wir uns nicht sicher, ob er vielleicht Polizist ist und haben uns strikt an die Ampeln gehalten. Habe ihn dann auf seine Hose angesprochen und gefragt, ob er vielleicht Polizist sei. Er war aber Musiker in einer Kapelle. Natürlich haben wir uns dennoch an die Ampelphasen gehalten, wie alle anderen Pariser auch. Klar. Aufgrund der Wettervorhersage haben wir uns entschlossen, nur 2 Nächte in Paris zu bleiben. So hatten wir auch etwas mehr Budget für ein Hotel. Und wir hatten Glück. Es war ein rollstuhlgerechtes Zimmer frei. So konnten wir ebenerdig direkt mit den versifften Bikes reinrollen. Das Bad war ein riesiges Marmorbad, in das natürlich auch ein Rollstuhl passt. Dort haben wir dann das Zelt gereinigt und getrocknet. Ein Bild für die Götter. Der Hotelbesitzer wollte vorher noch wissen, wo wir herkommen und rümpfte etwas die Nase, weil wir nach fast 1000 Kilometer im Regen entsprechend aussahen. From München, Munich, sagte ich ihm. Da war er beruhigt und sagte, Swiss people are good people. Und hatte dann wohl weniger Angst um sein schönes Zimmer. Die Schweizer halt, naja, wer hat's erfunden? Aber wenn er sein Bad gesehen hätte, uiuiui. Und das war mein schlechtes Gewissen mal wieder. Natürlich haben wir Paris wieder auf uns wirken lassen und die ganz besondere Stimmung, die diese Stadt hat, genossen. Es gab in unserem Hotel ein feudales Frühstück, Petit Déjeuner halt.
Dafür haben wir ansonsten ganz gut gespeist. Wir waren ja in den Pfingstferien unterwegs, Moulin Rouge hatte noch keine neuen Flügel und die Vorbereitungen zu den Olympischen Spielen liefen auf Hochtouren. Zweites reichhaltiges Frühstück und Regen am Tag unserer Abreise. Wir verstauen die Taschen im Hotelkeller und wollen Paris dennoch mit den Rädern unsicher machen. Schließlich fehlt uns noch ein richtiges Zielfoto am Eiffelturm. Doch erstmal ist Flicken angesagt. In dieser Unterführung hat es so dermaßen nach Klo gestunken, aber wir konnten im Trockenen in Ruhe den Schlauch wechseln. Und in diesem Radladen am Seineufer gescheit aufgehoben. So, dann hätten wir das auch. Also, pitschnass, zurück zum Hotel, Räder gepackt und auf zum Busbahnhof. Wir haben die Rückfahrt gestern spontan per Flixbus gebucht. Das erste Mal für uns und haben uns Sorgen um das Gepäck gemacht. Zum einen wegen der Sicherheit, zum anderen wegen der Menge der Gepäckstücke. Schließlich habe ich ja 1000 Kilometer einen kompletten Drohnenkoffer mitgeschleppt. So haben wir uns bei Ikea große Taschen mit Reißverschluss gekauft. In 2 Taschen passten alle Radtaschen rein, sodass wir das vorsorglich gebuchte Zusatzgepäck gar nicht benötigt hatten. Am Nachbarbus wurden die Gepäckstücke tatsächlich kontrolliert. Bei uns wurde einfach alles in den Bus geschmissen. Die Räder kamen hinten an einen normalen Radträger für die Anhängerkupplung und auf ging's. Vielen Dank fürs Mitkommen. Das hier ist die letzte Episode mit den Etappen 9 und 10. Hast du die anderen Videos bereits gesehen? Ich verlinke sie dir in der Beschreibung. Lass uns doch gerne ein Like für diesen Film da und abonniere unseren Kanal. Hier findest du auch Videos zu Bikepacking-Touren nach Rom, Prag, Amsterdam und Alpencross-Touren mit dem Rennrad, Mountainbike und Gravel und vieles mehr. Merci, bis bald und ciao, ciao.